Pocoyo wird von dem bösen Handmeeresmonster verfolgt. Und wir können gar nichts dagegen tun. Wir sind richtig sauer, dass wir Pocoyo nicht helfen können. Es gibt eine Möglichkeit, wir können unsere Drohne starten. Das ist eine sehr gute Idee. Zusammen mit euch können wir Pocoyo retten. Und ihr lasst alle ein Like da und schaut das Video unbedingt bis zum Ende. Wir starten unsere Drohne in 3, 2, 1. Das Handmeeresmonster verfolgt Pocoyo, deswegen sind wir hier bei einem See gelandet. Das sind 2 Leute. Und die winken zu uns in die Kamera. Warum winken die denn unsere Drohne an? Wir fliegen mal näher hin, vielleicht haben die ja Pocoyo gesehen. Oder das Handmeeresmonster. Wir müssen unbedingt jetzt wissen, was diese 2 Leute zu uns zu sagen haben. Die wollen genau, dass wir jetzt zu ihnen ranfliegen sollen. Und schaut euch mal an, was sie machen. Die klettern über das Geländer. Warum wollen die denn zu dem Steg sehen? Das ist doch gefährlich, da es könnte das Handmeeresmonster sein. Diese 2 Leute riskieren irgendetwas für uns, damit wir Pocoyo retten können. Die sind natürlich auch ganz große Pocoyo-Fans. Schau mal, die zeigen auf irgendein Schild. Da steht was. Da ist Handmeeresmonster im See. Natürlich, Warnung, da ist das Handmeeresmonster. Und sie zeigen auch in den See. Sie wollen, dass wir den See jetzt beobachten. Dann sind wir zum richtigen See geflogen. Hier schalten sich ab. Da ist das Handmeeresmonster. Ihr könnt es sehen, die Hand, Leute. Wie gruselig ist das? Das ist so ekelhaft, dieses Monster. Das bedeutet, wir sind hier komplett richtig. Wir müssen jetzt nur noch Pocoyo finden. Hoffentlich finden wir den auch, weil ihr habt es jetzt gesehen, in dem See ist das Handmeeresmonster, aber wo ist Pocoyo? Und die 2 Leute haben ihr Leben für uns riskiert, damit wir das Handmeeresmonster finden können. Für euch! Das sind wahre Fans, deshalb lasst es alle mal ein Like für die 2 da. Und schaut dieses Video bitte bis zum Schluss. Nur mit euch können wir Pocoyo retten. Und die Frage ist aber jetzt, wo ist das Handmeeresmonster hin? Weil der See ist sehr groß. Ich weiß nur eins, dass dieser See komplett schmutzig ist. Ihr könnt es erkennen, hier liegt überall irgendwelche gelben Sachen im Wasser. Damit können wir mit der Drohne gar nicht den Grund des Sees anschauen. Und fällt dir was auf? Einzige Person! Da kommt die Hand raus! Handmeeresmonster ist da! Und sie verschwindet wieder im See. Ihr habt es gesehen, ihr seht hier die Hand, die unter Wasser. Aber jetzt ist es doch gut. Bis jetzt haben wir Pocoyo nicht gefunden. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das bedeutet aber, die Hand vom Handmeeresmonster sucht jetzt Pocoyo. Natürlich, die Handmeeresmonster, die Hand will Pocoyo haben. Es klingelt an unserer Tür. Wir müssen unbedingt die Türe öffnen. Was ist, wenn es Pocoyo ist, der unsere Hilfe braucht? Wir dürfen die Tür nicht öffnen. Was ist, wenn es das Handmeeresmonster ist und uns angreift? Aber es ist unsere Türe. Wir müssen sie öffnen. Ihr hört es ja, die Person, die vor unserer Tür steht, klingelt die ganze Zeit. Worauf warten wir? Wir müssen zur Türe. Für euch, ihr lasst ein Like da. Ich bin so gespannt, wer hier an der Tür klingelt. Ich brauche eure Hilfe. Mein Freund Pocoyo ist in Gefahr und er versteckt sich gerade bei einer Baustelle vor dem Handmeeresmonster. Bitte, ihr müsst meinen Pocoyo retten. Ich liebe ihn so sehr. Danke, Nina, für den wertvollen Tipp. Tschüss. Ihr habt Nina gehört, Pocoyo befindet sich nicht am See. Pocoyo befindet sich bei der Baustelle. Deswegen müssen wir jetzt sofort unsere Drohne starten. Kein Wunder konnten wir Pocoyo nicht finden, denn er war gar nicht beim See. Sondern bei der Baustelle ist er. Deshalb dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen die Drohne in die Luft bringen. 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier bei der Baustelle, genauso wie es Nina gesagt hat. Und hier soll sich angeblich Pocoyo verstecken vor dem Handmeeresmonster. Ich kann nur hoffen, dass wir jetzt wirklich hier bei der Baustelle Pocoyo finden. Hier ist Pocoyo und er rennt weg. Natürlich rennt er weg vor dem Handmeeresmonster. Das bedeutet, Nina hatte recht. Zum Glück ist sie gekommen und hat bei uns an der Tür geklingelt. Die kam extra zu uns nach Hause und sagte, bitte, bitte fliegt zur Baustelle. Sie ist ja auch die Freundin von Pocoyo. Nina macht sich Sorgen um ihren Freund Pocoyo. Jetzt müssen wir nur schauen und aufpassen, wohin rennt Pocoyo. Ich habe ihn leider verloren, aber wir suchen jetzt das ganze Gebiet mit unserer Drohne ab und ihr schaltet nicht ab. Und wir können nur hoffen, dass das Handmeeresmonster in dem See bleibt. Das schauen wir jetzt. Leute, wir fliegen jetzt diesen Schienen entlang. Vielleicht ist der Pocoyo hier irgendwo bei dem Zug versteckt. Pocoyo, wo bist du hin? Wir wollen dir helfen. Wir sind die Freunde von Nina. Ich fliege jetzt mal Richtung Parkplatz. Vielleicht versteckt er sich ja in einem Auto. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Da fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Und ihr schaut zu. Das ist das Handmeeresmonster. Nein, es ist nicht mehr im See. Und es zerstört die ganze Stadt. Was? Warum denn? Ich habe keine Ahnung. Wir folgen dem Handmeeresmonster jetzt mal. Natürlich zerstören wir die ganze Stadt. Wir müssen uns zurückziehen. Das ist viel zu heiß. Vielleicht geht unsere Drohne gleich kaputt. Ihr habt Pocoyo gesehen. Er zerstört gerade die ganze Stadt. Deswegen brauchen wir unbedingt eine Abkühlung und füllen diesen Eimer mit Wasser. Der Wassereimer ist jetzt gefüllt mit Wasser. Und was machst du jetzt mit dem vollen Wassereimer? Natürlich über meinen Kopf schütten. Jetzt bist du aber komplett nass. Das bedeutet, wir müssen jetzt direkt mit unserer Drohne zum See fliegen.
Ding. Vielleicht ist dort Pocoyo und wir können ihn vor dem Handmeeresmonster retten. Ich hoffe, deine Abkühlung hat es gebracht. Wir sind jetzt nämlich hier bei dem See. Also abgekühlt bin ich auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch ganz nass. Ihr könnt es erkennen. Hoffentlich finden wir hier mit euch zusammen Pocoyo. Da ist ja Pocoyo und er rennt schon wieder weg. Du hattest recht. Zum Glück hast du dir diesen Wassereimer über den Kopf geschüttet. Das war ein Zeichen, dass wir zusammen mit euch Pocoyo retten können. Und ihr müsst uns abonnieren, weil wir zwei sind extrem lustig und machen richtig coole Videos für euch. Und Abo ist auf YouTube komplett kostenlos. Schaut es euch an, er hat sich einfach einen Wassereimer über den Kopf geschüttet. Aber jetzt müssen wir schauen, wo Pocoyo hinrennt. Wir müssen ihn ja unbedingt retten vor dem Handmeeresmonster. Ihr habt es gesehen, er ist hier auf dem Weg entlang gelaufen. Wir fliegen jetzt diesen ganzen Weg zusammen mit euch ab und mal gucken, wo er uns hinführt. Hoffentlich ist in diesem See kein Handmeeresmonster. Da ist Pocoyo. Oh nein, er geht aber ans Wasser. Ihr könnt es sehen, er steht an dem Ufer und spielt mit dem Wasser. Nein, das darfst du nicht. Geh weg vom Wasser. Im Wasser ist das Handmeeresmonster. Vielleicht hat Pocoyo gar keine Angst, gegen das Handmeeresmonster zu kämpfen. Denkst du, deshalb geht er jetzt wirklich ganz nah ans Wasser heran? Wir fliegen jetzt mal dieses ganze Ufer entlang. Vielleicht finden wir das Handmeeresmonster. Weil Pocoyo war ja auch gerade am Ufer und der See ist auch sehr groß. Ich flieg mal mit der Drohne jetzt direkt über das Wasser. Vielleicht haben wir eine gute Sicht. Oh nein, da ist das Handmeeresmonster. Das war voll knapp. Ihr habt es gesehen, die Hand ist rausgekommen und wieder ins Wasser abgetaucht. Und weißt du, warum die Hand rausgekommen ist? Weil das Handmeeresmonster unsere Drohne gehört hat. Der wollte die Drohne schnappen. Ich habe auch keine Ahnung, warum das Monster Oh untergetaucht nein, was macht das Handmeeresmonster? Jetzt ist es ganz draußen. ist. Ihr habt es gesehen, mit diesem langen Rüssel wie die Hand. Er sieht Pocoyo. Er hat nach Pocoyo Ausschau gehalten. Warte mal, wir kriegen hier ganz viele WhatsApp-Nachrichten rein. Das Handmeeresmonster hat uns eine Nachricht geschickt. Ihr könnt es sehen und da ist ein Link. Sollen wir da jetzt draufklicken? Auf gar keinen Fall. Wir können doch nicht einfach auf den Link klicken vom Handmeeresmonster. Ihr seht es aber, das ist ein Quiz. Vielleicht müssen wir das Quiz hier richtig beantworten und so können wir Pocoyo retten. Dann müssen wir auf den Link klicken. Wir klicken jetzt auf den Link. Ihr schaltet nicht ab und ratet mit uns mit. Wir müssen das Quiz beantworten. Auf geht's. Das ist ja ein Quiz von Quizblitz und wir müssen jetzt jede Frage richtig beantworten, damit wir Pocoyo retten können. Auf jeden Fall danke an Quizblitz. So haben wir jetzt eine Chance. Ihr seht es hier, wir müssen den Film anhand eines Liedes erraten. Ihr müsst jetzt gut zuhören. Das sind wir richtig gut eigentlich. Ihr könnt alle natürlich mitraten. Okay, die erste Frage geht los. Ihr könnt hier die ganzen Filme sehen. Ich bin gespannt, mit was es losgeht. Oh mein Gott, sind es viele Filme. Okay, jetzt müssen wir hinhören. Hört genau zu. Okay. Kenn ich irgendwoher. Das ist doch Frozen. Das ist doch Elsa und Frozen. Die Eiskönigin. Lasst uns gucken, ob das wirklich stimmt, Leute. Ich hoffe, es stimmt. Es kann stimmen. Es muss stimmen. Leute, ihr hört es hier nochmal. Ihr hört sie. Es ist Elsa zu 100%. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall richtig. Ja, es ist wirklich Frozen. Ihr könnt es sehen, Freunde. Es ist echt Frozen. Ja, natürlich, Elsa, wie sie singt. Okay, das heißt, wir haben die erste Frage richtig beantwortet. Wir müssen jetzt alle Fragen richtig beantworten. Und da kommt auch schon gleich die nächste Frage. Okay, das ist natürlich ganz einfach. Das ist doch logisch. Das kann nur Ruby von den K-Pop Demon Hunters sein. Der Film heißt K-Pop Demon Hunters. Ihr habt es gesehen, ihr könnt jetzt gerne mit euch mitraten, aber wir haben recht und ihr habt recht. Und es war Rumi, man hat es an den Haaren gesehen. Ich bin gespannt und... Ja, natürlich! K-Pop Demon Hunters. Sehr, Perfekt. sehr gut. Jetzt kommt gleich auch schon die nächste Frage. Vielleicht wird es aber immer schwieriger. Mit jeder weiteren Frage wird es einfach schwieriger. Stimmt, das war jetzt eigentlich eine echt leichte Frage für uns. Okay, jetzt kommt die nächste Frage. Ich bin gespannt, wer es ist. Ich auch. Oh, das ist schwer. Das ist ein Tier gewesen. Ihr hört es. Zoo, irgendwas mit Zoo war doch in dem Lied gerade Es zu gibt hören. doch Zoomania 2. Du meinst Zootopia? Ja, Zootopia. Zootopia, hier steht es ja ganz oben in der Ecke. Hier steht Zootopia. Es ist richtig Zootopia, weil er so gesungen hat. Ihr kennt doch alle den Hase und den Wolf. Natürlich, die sind richtig cool zusammen. Das bedeutet, wir haben alle Fragen richtig beantwortet. Jetzt nächste Frage. Oh, was ist das denn? Das ist doch Kakamora. Das ist doch an dem Meer. Moana. Natürlich, in Hawaii. Moana, ihr kennt doch alle Moana mit Kakamora. Ja, Hawaii am Meer, das hat man doch deutlich gesehen. Und die Moana hat immer diese Kokosnuss und schmeißt die rum. Ich mag auch Kokosnuss. Ja, es ist wirklich Moana. Gott sei 4 von 4, wir haben bis jetzt alles richtig, danke. Schaltet nicht ab, ihr müsst auf jeden Fall mitraten. Nur mit euch können wir Pocoyo retten. Und lasst ein Like da für jede richtig beantwortete Frage. Die nächste Frage kommt. Ich bin gespannt, was es wird. Ich auch. Wir müssen zuhören. Es liegt mir auf der Zunge. Dance, dance, dance. Das ist Wednesday Addams. Aber der Film heißt und die Serie heißt Wednesday. Es ist Wednesday. Weil das ist Wednesday Addams, der Filmcharakter. Ihr kennt doch alle den Tanz, oder? Von letzten Jahr. Den machen wir doch jeden Tag. Okay, es ist wirklich Wednesday. Wie cool ist das denn? 5 von 5, wir sind richtig gut. Aber es wird immer schwieriger.
Ja, da hast du recht. Ich muss wirklich zugeben, die Fragen werden nicht einfacher. Und die Bilder auch nicht. Jetzt kommt ein Gratisspiel. Die sehen für mich alle gleich aus. Wir müssten diesen einen Wednesday finden, die nicht passt. Wo ist es? Ja, aber wo? Ich weiß es nicht. Ihr entscheidet euch. Ich sag unterste Reihe irgendwo. Da in der Ecke rechts. Du hast recht, gerade noch mit der weißen Krawatte. Hier ist die Krawatte weiß. Bei allen anderen Wednesday ist die Krawatte schwarz. Das war aber jetzt in der allerletzten Sekunde. Du hast gerade soeben Pocoyo gerettet. Es geht weiter mit Filmen. Das ist Squid Game. Das sind doch diese Spiele, wo sie immer gespielt haben. Natürlich, es muss Squid Game 2 sein. Oben rechts in der Ecke. Ihr Bist du seht dir es. auch wirklich sicher? Wir sehen es gleich. Wir finden es raus. Was meint ihr? Ich glaube, das war Squid Game. Wir hatten bis jetzt alles richtig. Und? Jawohl, es ist wirklich Squid Game 2 sogar. Ja, Mann, wir können wirklich das ganze Quiz schaffen. Ihr seht es hier, das war das richtig eins der letzten Spiele in Squid Game 2. Das war echt spannend, das Spiel. Okay, ich bin gespannt. Jetzt gibt es nicht mehr viel Auswahl. Nein, da hast du recht, das schaffen wir. Das ist einfach. Das ist der Hund. Ja, ich wollte gerade sagen, sieht doch aus wie ein Hund. Das ist Bluey von Bluey. Und es gibt noch eine Serie hier in dem Spiel mit dem Hund. Ihr seht es, Bluey hier unten oder Schreck oder Puss the Boots. Nein, es ist ein Hund, es ist Bluey. Es ist Bluey ohne Bingo, aber eigentlich Bluey und Auf dem Bingo. Bild hat man beide gesehen. Ja, es ist wirklich Bluey. Gott sei Dank, wir haben bis jetzt alles richtig beantwortet. Ich bin schon so gespannt, was die nächste Frage ist. Ich kann es gar nicht abwarten. Hoffentlich gibt es nicht mehr so viele Fragen. Wir sind so gut gerade. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Alle Fragen wurden richtig beantwortet. Das bedeutet, wir können Pocoyo retten. Dank eurer Hilfe haben wir das Quiz bestanden und jede Frage richtig beantwortet. Deswegen können wir jetzt mit unserer Drohne zurück in die zerstörte Stadt fliegen. Dann starten wir unsere Drohne jetzt und ihr schaltet nicht ab in 3, 2, 1. Wir sind jetzt hier in der Stadt, wo das Handmeeresmonster alles zerstört hat. Hoffentlich finden wir dort jetzt auch endlich Pocoyo, damit wir ihn retten können. Natürlich, wir haben das Quiz ohne einen Fehler bestanden. Aber das ist übel schwierig, weil er so klein ist, kann man ihn überall gut verstecken. Ich fliege jetzt einfach mal weiter. Ihr habt es gesehen, wir sind weit oben. Damit kann das Handmeeresmonster uns erstmal nicht angreifen. Aber du siehst, wie viele Häuser da stehen. Da kann sich Pocoyo überall verstecken. Deswegen müsst ihr die Augen offen halten. Ihr dürft das Video nicht abschalten und müsst es bitte bis zum Ende anschauen. Ihr bleibt dran so lange, bis wir Pocoyo gerettet haben. Und ich fliege jetzt einfach mal geradeaus. Vielleicht haben wir da eine gute Chance, jemanden zu finden. Irgendwohin müssen wir fliegen. Und guck dir das Gebäude mal an. Das ist rund. Warum rund? So rund wie die Hand vom Handmeeresmonster. Vielleicht ist das die Zentrale von dem Handmeeresmonster. Vielleicht führt hier alles zusammen. Natürlich, da geht es hin und schläft. Okay, ich gucke jetzt mal. Leute, wir fliegen näher ran. Hoffentlich finden wir was. Weil das könnte ja auch ein Riesenpool sein. Normalerweise ergibt es gar keinen Sinn, dass das Gebäude rund ist. Ebenso rund wie ein Swimmingpool. Da schläft er die ganze Zeit. Und wenn er dann nicht schläft, geht er raus und zerstört die Stadt. Ja, und sucht Pocoyo. Deshalb fliegen wir ja mit unserer Drohne extra dahin. Ich fliege jetzt mal näher. Ihr seht hier unten die Gleise von dem Zug und da fliege ich mit euch jetzt hin. Da ist das Handmeeresmonster. Er macht alles kaputt. Du darfst nicht zu nah ranfliegen, sonst zerstört er unsere Drohne. Ich fliege jetzt erstmal ein Stück in Höhe. Ihr habt es gesehen, da war das Handmeeresmonster und hat alles zerstört. Und ihr habt gesehen, wie knapp das war. Wir müssen echt aufpassen. Wir haben nur diese eine Drohne und die eine Chance. Ich fliege jetzt einfach mal weg von hier. Ihr seht hier ganz viel grünes Gras. Endlich mal weniger Häuser, weil das Handmeeresmonster hat wieder ein Haus zerstört. Ich weiß auch nicht, woher er die ganze Energie nimmt und die Kraft vor allem. Aber die Frage ist immer noch, wo versteckt sich Pocoyo? Wo ist er denn hin? Vor allem das Handmeeresmonster ist 5-mal so groß wie Pocoyo, 10-mal so groß. Wir haben extra das Quiz gewonnen, dafür, dass wir jetzt Pocoyo retten. Ihr dürft aber nicht vergessen, das Quiz kam vom Handmeeresmonster. Ja, natürlich, habt ihr noch gesagt, klickt nicht auf den Link. Wir mussten draufklicken für euch, ihr wolltet doch auch das Quiz raten. Vielleicht war es aber eine Falle vom Handmeeresmonster. Schau, was passiert. Das Gute ist, das Handmeeresmonster hat unsere Drohne noch nicht gesehen, deswegen konnte er sie auch noch nicht zerstören. Aber das Problem ist wiederum, dass wir Pocoyo noch nicht gesehen haben. Ihr haltet die Augen offen, ihr seht es hier ist ganz freie Fläche, aber keine einzige Person ist da. Das sieht hier aus wie Sand. Okay, aber wohin müssen wir jetzt fliegen? Ja, pass auf, du darfst auf jeden Fall nicht auf den Boden auffallen. Ich folge jetzt einfach mal der Straße und geradeaus. Da ist ja Pocoyo. Und das Handmeeresmonster verfolgt Pocoyo. Oh nein, das ist ja richtig knapp. Ich kann gar nicht hinsehen. Ihr seht es, Pocoyo rennt weg und das Handmeeresmonster verfolgt ihn. Aber was krass ist, Pocoyo ist ja richtig schnell. Natürlich, er ist auch ein bisschen kleiner und ein bisschen kleiner und schneller. Der macht Taki, Taki, Taki. Und was machen wir jetzt? Wo sind wir hin? Wo sind sie hin? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe sie verloren. Hat es Pocoyo geschafft? Ist er weggegangen? Es sieht so aus, als wäre Pocoyo abgehauen. Und das Handmeeresmonster hinter ihm her. Aber wo ist Pocoyo hin? Habt ihr es vielleicht gesehen, wo Pocoyo hingelaufen ist? Sind sie nach links oder nach rechts
Oder zurück? Oder nach vorne? Ich glaube nach links. Wir fliegen jetzt einfach mal nach links. Denkst du zur Wiese? Oder ja? Natürlich, wäre ich Pocoyo, würde ich vielleicht auch auf einen Baum klettern oder sowas. Oder unter dem Baum sich verstecken oder im Baum drin. Ich Oder weiß in es der nicht. Wurzel des Baumes. Meinst du? Ja, natürlich, die Baumhaus. Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe eine Idee. Wir fliegen mit unserer Drohne jetzt direkt zum Kino. Kino ist echt gut, weil Pocoyo geht sehr oft und sehr gerne ins Kino. Ich hoffe, dass wir hier Pocoyo finden. Ich bin mir ziemlich sicher, weil Pocoyo geht wirklich sehr gerne ins Kino. Und das Gute ist, das Kino ist ein geschlossener, dunkler Raum. Da kommt das Handmeeresmonster nicht so einfach rein. Und wenn Pocoyo im Kinosaal sitzt, ist es auch ein super Versteck. Und schau dir dieses Gebäude an. Hier könnte sich Pocoyo in jeder einzelnen Etage verstecken. Das ist echt ein sehr großes Kino. Und ich sehe aber niemanden. Ich sehe, ihr müsst nach was Blauen Ausschau halten. Blau wie Pocoyo. Ihr seht es, hier sind lauter Vorhänge, aber ich sehe kein Pocoyo. Aber wo ist er denn hin? Er muss zum Kino gegangen sein. Ich habe ein gutes Gefühl beim Kino. Vielleicht versteckt sich ja Pocoyo im Gully unter der Erde. Ich kann nur hoffen, dass das Handmeeresmonster ihn nicht bis zum Kino verfolgt hat. Ihr seht hier drüben das Kino. Ich fliege jetzt einfach mal rein. Vielleicht können wir mit der Drohne in das Kino reinfliegen. Das wäre natürlich eine super Sache, wenn wir jetzt durch den Eingang fliegen könnten. Und ihr seht es hier auch. Palladium Theater. Hier steht es. Das ist das Kinotheater. Das größte Kino der Welt! Wir fliegen rein mit euch zusammen. Ihr lasst nochmal einen dicken Like da und abonniert unseren Kanal. Aber sei jetzt vorsichtig, wenn wir in das Kino fliegen, weil ich bin mir sicher, Pocoyo ist hier irgendwo. Ganz vorsichtig. Oh nein, das ist das Handmeeresmonster und es verfolgt immer noch Pocoyo! Pocoyo rennt immer noch von dem Handmeeresmonster davon. Von der Wiese bis zum Kino gibt es eine ganze Verfolgungsjagd! Ich verstehe gar nicht, wie das Handmeeresmonster immer Pocoyo verfolgen kann. Ich weiß es auch nicht. Was macht denn Pocoyo? Er hat doch gar nichts falsch gemacht. Ich habe nicht aufgepasst, Freunde. Ich habe sie verloren. Wo sind sie hin? Dieses böse Handmeeresmonster! Wir müssen es endlich mit euch zusammen aufhalten! Es nervt mich! Es ist aber weg. Ihr seht es, Pocoyo ist weg und das Handmeeresmonster auch. Sind die ins Kino gegangen? Ich weiß es nicht. Wo sind die hin? Ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst! Vielleicht ist das Handmeeresmonster auf das Dach geklettert. Das kann natürlich sein, weil von oben hat er einen besseren Überblick. Ich fliege jetzt mal mit euch auf das Dach. Vielleicht finden wir da oben ja irgendjemanden. Das Handmeeresmonster nervt, es muss verschwinden. Ihr seht es aber. Ich sehe auf dem Dach niemanden. Da ist keiner. Denkst du, da ist wirklich keiner? Siehst du jemanden? Nein, bis jetzt sehe ich niemanden. Ich fliege jetzt einfach mal auf die andere Seite von dem Dach. Weil das Dach ist ja so groß, da kann überall jemand sein. Ich sehe aber kein Pocoyo und kein Handmeeresmonster. Nee, auf dem Dach ist auch niemand. Das gibt es doch nicht. Die waren doch gerade eben noch da. Und ihr seht es, hier ist weit und breit kein Pocoyo. Wo bist du hingegangen, Pocoyo? Nino wartet auf dich. Und Ellie wartet auch. Ja, und Pato, der heult schon. Was machen wir denn jetzt? Wohin sollen wir fliegen? Wenn ihr eine Idee habt, lasst es uns gerne wissen. Die sind auf keinen Fall ins Kino. Die müssen da irgendwo sein, entweder unten oder oben. Ich schaue noch mal auf dem Dach. Vielleicht haben wir irgendwo auf dem Dach etwas übersehen. Da muss doch irgendwas sein oder ein Hinweis.